Akustik im Außenbereich, Pops and Bangs, immer wieder ein Thema. Was haben wir da gemacht im Sondermodell? Ja, von 3.2 auf 2500 Umdrehungen, sprich ihr habt das einfach viel früher schon anliegen. Das habe ich wohl gehört. Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid zur zweiten Folge der technischen Highlights im Golf R 20 Years. Hi. Im ersten Video haben wir ja schon viel über das Aggregat gesprochen, über den Turbolader, verlinken wir euch hier nochmal. Heute gehen Jonas und ich auf das Thema Getriebe, Akustik und Abgasanlage ein. Getriebe ist gut, lasst uns da am besten gleich mal starten. Das sitzt ja hier am Aggregat dran. DQ381? DQ381, richtig, wie schon im normalen Golf 8R. Ja, da haben wir schon sehr viel Herzblut in die Applikation gesteckt. Ich denke, das funktioniert schon richtig gut, Benny, oder? Auf jeden Fall. Es gibt ja das Sonderschaltprogramm im Special. Also das ist das Schaltprogramm, was wir für die Rennstrecke appliziert haben, wo das Getriebe gefühlt immer den richtigen Gang für die jeweilige Kurve einlegt. Da haben wir viel Arbeit auf der Nordschleife reingesteckt, aber hier sind wir noch mal einen Schritt weiter gegangen. Wir kriegen von euch auch wirklich richtig gute Rückmeldungen zu dem Fahrprofil, was uns sehr freut. Welches Feedback wir aber noch bekommen, ist, dass beim manuellen Schalten schon gewünscht wäre, dass man ein bisschen mehr merkt, wenn der Gang eingelegt wird. Wenn ihr aus dem Fahrprofil S oder S Plus kommt und dann manuell schaltet, dann gibt es auf jeden Fall mal ein deutlich haptisches Feedback. Das haben wir hier jetzt so umgesetzt. Genau. Wunsch war von euch, dass der Fahrer früher spürt, dass der Gang auch eingelegt ist. Das haben wir jetzt durch das sogenannte Schaltrucken dargestellt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass du als Fahrer spürst, wenn das Auto einen Gangwechsel vollzieht, also im Prinzip von dritten Gang in den vierten Gang schaltet, dann merken wir im Auto einen Schaltrucken. Fühlt sich ähnlich an wie bei einem Renngetriebe, ein sequenzielles Getriebe, wenn dann der nächste Gang reingelegt wird und man spürt, wie gesagt, als Fahrer jetzt sofort, dass der nächste Gang auch drin ist. Ein weiteres Highlight im Golf R 20 Years ist auf jeden Fall die Akustik, Benny, du hast es schon angesprochen. Wir haben was an der Innenraumakustik gemacht, haben da nochmal so ein kleines bisschen mehr Rauigkeit oder ein bisschen mehr Kernigkeit reingebracht und noch ein bisschen was an der Abgasanlage und der Außenakustik. Was wir da gemacht haben, ist auch ein bisschen komplizierter zu erklären, da stoße ich auch an meine Grenzen, deshalb haben wir mal einen Experten eingeladen. Henning, moin. Moin Henning. Na? Mit Henning habe ich viel Zeit auf der Rennstrecke verbracht. Er saß mit seinem Klavier auf der Beifahrerseite und musste schnelle Runden ertragen. Akustik im Außenbereich, Pops and Bangs, immer wieder ein Thema. Was haben wir da gemacht im Sondermodell? Wir haben das Drehzahlband angepasst. Und zwar von 3.2 auf 2500 Umdrehungen, sprich ihr habt das einfach viel früher schon anliegen. Das habe ich wohl gehört. Ja, auf jeden Fall. Also da hat man es auch schon, wenn man anbremst und eine Rückschaltung passiert, dann landet man schon in diesem Bereich und hat dann akustisches Feedback. Sehr cool, macht das Spaß. War das Ziel. Macht Spaß, kann ich euch sagen. Genau. Und die Verbrennungsgeräusche, wie entstehen die? Die Verbrennungsgeräusche entstehen, indem man einzelne Zylinder aus der Zugphase hinaus weiter brennen lässt, also Zug zu Schub. Man macht eigentlich den Motor aus, spritzt nicht mehr ein, zündet nicht mehr. Wir lassen jetzt einzelne Zylinder nochmal weiter brennen. Das machen wir so, indem wir die Zylinder, die nochmal brennen dürfen, die Zündung nach spät ziehen und dann knallt quasi das Gas in die offene Ventile hinein. Also das, was man hört, ist im Prinzip durch die Abgasanlage in den Zylinder reingehört, in die Verbrennung rein. Genau richtig. Genau so soll es sein. Ja, da schlägt mein Technikerherz höher. Meins auch. Ja, nicht gekünstelt, sondern genau das, was das Aggregat da vorne macht, das hören wir im Innenraum. Vielen Dank, Henning. Ein weiteres Highlight gibt es im Innenraum nochmal zu sehen, beziehungsweise dann auch außen zu hören. Das zeige ich euch am besten mal im Auto. Kommt mit. Im Golf R 20 Years haben wir nämlich nochmal den sogenannten Emotionsstart optimiert. Und ich wollte hier nochmal die Gelegenheit nutzen, um euch zu zeigen, wie ihr da am besten hinkommt. Normalerweise startet ihr das Fahrzeug ja, indem ihr als letzte Amtshandlung das Fahrzeug drückt. Also ihr tretet die Bremse und drückt auf den Start-Engine-Button. Um den Emotionsstart zu aktivieren, macht ihr das Ganze andersrum. Also die letzte Handlung ist, dass ihr das Fahrzeug antretet. Ihr drückt den Start-Engine-Button so lange, bis im Kombi erscheint, zum Starten Bremse betätigen und tretet dann die Bremse. Und dann gibt es den Emotionsstart. Leute, gibt es ein Thema, was euch noch besonders interessiert? Wie ihr seht, wir haben alles hier, Hardware, Expertenwissen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann machen wir mal einen Tech Tuesday über eure Themen. Jawohl, klingelt die Glocke. Abonniert den Kanal und falls euch das Video gefallen hat, hier findet ihr noch weitere. Perfekt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Volkswagen.